So, hallo Leute, herzlich willkommen zurück zu Saints Row the Third. Und ich würde sagen, wir erstellen den Boss. Ich habe ja schon mal ein kleines Video vorher aufgeladen, wie es dann ausschaut, wie der Jack ausschaut in Saints Row. Ja, ich überlege jetzt gerade, welchen... Ich nehme einen weiblichen Charakter, das wisst ihr ja schon. Wie bei mir jetzt der weibliche Charakter aussehen soll. Obwohl die Farbe von ihr wäre nicht schlecht. Da hätten wir wenigstens schon ein Tattoo und geile Klamotten. So fitnessfreakig. Nee. So dick auch nicht. Nee. Ich nehme da das Standardmodell. Ich habe ja dazu also ich werde einen weiblichen Charakter spielen, das habe ich schon. Ich mache das einfach, weil wir können da den Charakter so beliebig oft wie wir wollen ändern. Schaut euch mal die Hände von Tira an. Wir können den Charakter so beliebig oft und lustig sind, wie wir ändern, wie wir wollen. Wir können auch sowas hinbasteln. Vielleicht mal aus Spaß baue ich mal sowas. Körpermaske, Bauarbeiter. Und das ist auch was ich komisch finde, weil... Und jetzt der Sexappeal. Wie gern hätten wir es denn? Also ich muss tatsächlich sagen, aus meinem Geschmack, 100 ist zu viel. Das ist schon überkrass. 100 ist schon überkrass. Das wuppt die ganze Zeit noch hin. Gerne mal auf Wunsch in den Comments kann ich es mal machen. 60 ist in Ordnung. Von 50 geht auch schon. Na gut, 60, einigen wir uns auf 60. Ich muss mit dem Charakter umgehen können. Dann ein blaues Auge braucht sie nicht. Die Narbe auf jeden Fall. Sie ist der Boss der Saints. Hier den Leberfleck. Mehr gehe ich da nicht ein. Augenfarbe. Weil an die ganzen Regler drehe ich nichts rum. Ich überlege jetzt gerade was. Die hat auch ein Blau. Und die ganzen Frisuren bin ich schon auch einmal mit euch durchgegangen. Also wer sich das Intro, wer sich genaueres über den Charaktereditor will und so, der schaut mir mal bitte mein Video rein, was ich schon mal gemacht habe. Was haben wir da mal? Das Rot schaut so gar nicht. Das schaut eher so nach Scarlett Johansson aus, ehrlich gesagt, das Rot. Das Hellrote hätte auch ehrlich gesagt was, oder? Es schaut tatsächlich so ein Scarlett Johansson Hut aus. Aber das ist irgendwie das Geilste, finde ich. Wie gesagt, wir können den Charakter auch jederzeit ändern. Einen Pferdeschwanz gibt es ja auch.
Die Raster schauen so unnatürlich aus. Guter Punkrock und so schaut geil aus in dem Fall, aber es gibt doch da auch weiter oben einen, oder? Bin ich jetzt komplett? Es gab doch da... Es gab doch... Ja, das ist das Japanische. Es gab auch das mit ein bisschen vorne nach dem Pferdeschwanz, oder? Sowas schaut der Afro wieder und so geil aus. Ja, so meinte ich jetzt. Und den jetzt im Erdbeerblond? Ich bin irgendwie auf das Rot jetzt gerade fixiert. Ich habe mir mal gesagt, weil ich habe schon öfters den in Schwarz genommen und so, dass wir mal einen anderen Charakter nehmen. Gesichtsbehaarung können wir zwar auch machen als Frau, aber sieht manches wirklich so krass aus. Monobraue gibt es auch. Ich finde für weibliche Charakter allgemein bei GTA und sowas und für die Leute, ich kenne mich mit dem ganzen Schminkgedönse nicht aus. Vor allem an die weiblichen Zuschauer, bitte hilft mir. Schaut irgendwie komisch aus. Ein bisschen runter. Ja, dass ich wenigstens ein bisschen Hilfe habe für die Comments oder sowas. Oder wenn es ja mal... Wenn es ja mal Idee hat für Charakter und sowas, für Charakterideen, weil in dem Spiel kannst du ja fast alles machen. Normalerweise würde ich sie auch so machen, so in die Richtung des Punks und sowas. Es erinnert mich tatsächlich, dieses aufgehende Sonne, eher an Padme Amidala. Wie gesagt, sie ist ein Chef. Fingernägel bekommt sie.
Katze süß. Nee, sie bekommt sie ins Schwarz. Let's pretend to special. We could open a Johnny World and steal. Who the fuck is the police chief, and how do I get him on payroll? Hot dogs are so last century. Everything could be improved with more. We could open a Johnny World and steal Professor Genki's fans. We need to increase. When I was a child, my father. Who the fuck is the police chief? And we could open a Johnny World and steal Professor Genki's fans. We'd make murder a family event. I told my therapist I wasn't responsible for. When I was a child, my father would make me fight the dogs for food. It made me who I am today. Everything could be improved with more strippers. Kompliment. I know you like this. Gotta be real. Give it up. Aber ich habe da wirklich mal alles durchbesprochen und so. Now we can rock this house. Now you're looking. When you're losing me, you're losing. You want a piece? Kneel. Just kneel down, bitch. Just start. Und did you want a closer look? ja, das kann ich auch später machen. Oh. Gut, dann haben wir alles gemacht. Ich würde sagen, wir gehen jetzt weiter im Spiel. Ja, Spiel starten. Und warum nicht einmal ein bisschen auffälligeren Charakter zu nehmen, weil in Saints Row Hoppla, Rexy, viel Spaß bei Deponia. Und ja, warum nicht einmal einen auffälligen Charakter nehmen? Weil Saints Row ist schon ein Spiel und wie gesagt, der Craziness halber können wir sowas machen. The fuck is this? We paid up this month. Someone paid more. What happened? We got arrested. No, to us. Burke's right. We traded our dicks in for pussies. Seriously. Movie deals, commercials. Saint's name used to mean something more than body spray and some ass-tasting energy drink. Our brand's worth a shitload of money. Is that what it's all about? It's always about the money, Mr. Gat. Which is precisely why our employer wishes to speak with you. If you'll indulge us. Der Himmel über Steelport. You have any idea who you're fucking with here? Of course. A remarkable likeness. These visions are Viola and Kiki, and I am Philippe Laurent, chairman of a multinational organization called the Syndicate. Never heard of it. Evidently not, or you would not have robbed our bank. Perhaps you wonder why you are still breathing at this point. Actually, I wonder why my foot's not up your ass at this point. Like it or not, Mr. Gat, our organization is expanding into Stillwater. I am offering you the chance to leverage your assets against your lives. Ladies? You may continue to operate the Saint Soltor Media Group as you see fit, in exchange for 66% of your monthly gross revenue. That is before taxes, of course. Listen, you French fuck. Please. I am Belgian. So make yourself a fucking waffle. We done here. And I had so hoped to come to a rational business arrangement. What the hell's going on? Boss, you gotta bail! No, not without you. What, there's like half a dozen guys? I can take them. What about the plane? I'll fly it back to Stillwater. Johnny, you can't even drive stick. How are you gonna fly a plane?
Details, details. Just cover the boss. Go. I got this. Details, Details, Details. Das sind wahre Worte, Mr. Gate. Wahre Worte, Johnnies. Und man ehrlich gesagt, man muss keinen Schaltwagen fahren können, um ein Flugzeug zu steuern. Wo ich sowas weiß. We can't leave Johnny. He's a big boy. He'll figure out what to do. Attention passengers, this is your new captain speaking. Our updated flight plan has us landed in Stillwater. I'd like to remind all passengers to remain seated and enjoy the flight. See? Johnny's already making friends. Ooh, I can see some of our passengers are getting restless. Here's some relaxing music for your enjoyment. Ich liebe diese Szene. Das ist doch die Tür. My apologies. Your captain is having troubles finding the clutch. Der Captain hatte die Fähigkeit, eine Kupplung zu finden. Is that all you have? Gut, Leute, wir haben eine Knarre. Das heißt, wir sind glücklich. Yo, I'm opening the cargo bay doors. Find some chutes and jump out the back. It should be clear. Ich hab nicht einmal feuern dürfen. Motherfuckers. The door is open! Pack dir eine Waffel. Den You're gonna need more help than that, Frenchie. Du brauchst mir Hilfe, Franz Ecke. I'm Belgian. Same thing. Ist das nicht? Going to cut that disrespectful tongue from your mouth. Das war ein Shit. Das war ein Kopftreffer. Oh yeah? You and how many of your... Oh, that many. Aua. Ich muss schon sagen, wie gesagt, was das Geile bei Saints Row ist dieser Grad. Sagt mir ein, es ist zwar wie GTA und sowas zwar, aber es ist mein Zeugnis ist, es ist GTA in lustig. Viele werden mich zwar in diese GTA in einer geileren, auch gut, ich mag auch GTA, ich kann auch sagen, dass ich das 5er auch gesuchtet habe, wie ein Irrer auf der Playsee, als 5er und als 4er, und ich bin auch aufgewachsen mit Andreas, mit San Andreas, nicht mit Tränen Andreas oder sowas, aber ich glaube, ihr wisst schon, was ich meine, und vor allem von so einem Knieschuss. Das richtig Coole ist, hier braucht man nicht gerade mal diese Angrenzung für Munition und so.
Wer schießt mir da in den Rücken? Wer schießt mir da in den Rücken? Schlampe! What are you waiting for? Let's go! Stand up to me. Und das auch noch alles in Stöckelschuhen. Also ich muss wirklich sagen, mir ist vom Aussehen her, mir gefallen die roten Haare. Johnny, we're about to jump! Right on. I'll see you in still. Johnny? Ich muss tatsächlich sagen, auf so schauen die. What the hell? Und das ist auch ziemlich cool. What's wrong with you people? Die Mission ist einfach geil. Kommt bitte in mein Feuerkreuz. Take this one out. Das Coole ist, man kann die Autos auch nutzen. Ich glaube, wir haben meine Autobombe 2 nicht so lustig genommen. Wie es vielleicht den Anschein hat. Und das machen wir alles in der Luft, Leute. Das ist geniale. Aber du kriegst sie aus meinem Winkel gerade gar nicht. Und wie gesagt, das Spiel hat einfach vieles, was einfach genial ist. Zum Beispiel hat es Sprüche, die es einfach so raus sind, die nirgendwo geiler sind. Dann es gibt sehr geile Charaktere, die richtig geil sind. Feuer doch! Und noch ein Salto! Aber ihr müsst euch vorstellen, wie viele Teile das Teil hatte. Dann doch jetzt nach oben. Ja, was sind die? Wo sind die Penner? Ich verstehe das nicht. Kann mir jemand mal sagen, wo diese Penner sind? Ich möchte nämlich nicht dauernd eine auf die Fresse kriegen, deshalb frage ich. Soy la mejor. Und das Coole ist, mir fällt kein anderes Spiel ein, wo hier so viel... Das Spiel nimmt sich nicht mal selber ernst. Wie gesagt, hier sind wir noch ein Aufrührer im Saints Row 4, den ich auf jeden Fall auch noch vorhabe zu Let's Playen. Der Teil ist auch ziemlich geil. Also Saints Row sind Teile, die ich mir Saints Row 3 und 4 sind beides Teile, die ich mir auf jeden Fall vorgenommen habe zum Let's Playen. Aber ich möchte noch gern die Mission durchhaben. Also Leute, der Part
Hier machen wir jetzt einmal kurz einen Cut rein. Im nächsten Part werden wir schauen, die weiter auffangen und schauen, wie es weitergeht. Also Wiederschauen, reingehauen und Servus, euer Tiger.